Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Im heutigen Video verbinde ich die beiden Genres Fantasy und historisches Tabletop, denn es geht um Landsknechte. Als Modelle habe ich mir dafür ein paar alte imperiale Hellebardiere von Games Workshop ausgesucht. Die Kleidung entspricht ungefähr der Landsknechte des späten 15. und 16. Jahrhunderts. Außerdem passen die alten Soldaten, die es damals noch komplett in Einzelteilen gab, einigermaßen zum 28 mm Maßstab. Die Modelle sind aus der gleichen Sammlung wie die Hochelfen, an denen ich ja bereits arbeite. Natürlich sind mehr als nur die 10 Mann in der Imperiumsarmee. Das Video geht aber um Landsknechte und die waren, wie ihr wahrscheinlich wisst, sehr bunt und auffällig gekleidet. Deshalb eben nur 10 Figuren, weil das ähnlich ausarten wird wie bei bretonischen Rittern und jedes Modell ein Individuum wird. Schon im 15. Jahrhundert taucht der Begriff Landknecht mit T geschrieben auf. Damit war damals aber noch ein Büttel, also ein Gerichtsdiener gemeint, der auch militärische Aufgaben übernehmen konnte. Im deutschen Sprachraum bezog sich Knecht auf Söldner, die im Dienst standen. Begriffe wie Waffenknecht, Fußknecht oder Stadtknecht waren im Hochmittelalter gebräuchlich für Söldner. Für Söldner aus der Bodenseeregion ist zum Beispiel die Bezeichnung Seeknecht im frühen 16. Jahrhundert nachweisbar. Der Begriff Landsknecht im Sinne eines angeworbenen Söldners wird erstmals 1486 urkundlich verwendet, um die Unterscheidung zwischen Schweizer Söldnern und Söldnern aus den kaiserlichen Landen, dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, zu machen. Eine andere Bezeichnung, die auch auftaucht, ist Landsknechte, wie die Lanze geschrieben. Diese Schreibweise hat ihren Ursprung wohl in einer Lautverschiebung und nicht in Verbindung des Knechts mit einer bestimmten Waffe. Die verwendeten Piken werden oft mit Lanzen verwechselt und deshalb wird auch dieser Begriff immer wieder verwendet. Auch nachdem die Landsknechte nach 1570 als eigenständige Einheiten abgeschafft wurden, wurde der Begriff aber weiter für angeworbene Söldner verwendet und sogar im Ersten und Zweiten Weltkrieg verwendete man den Begriff Lanzer, der sich von Landsknecht ableitet. Das spätmittelalterliche Heerwesen basierte auf 2 Säulen. Die erste waren die Ritter, die mit ihrem Lehnsherrn in den Krieg zogen und die ihrerseits von Kriegsknechten als Gefolge begleitet wurden. Die andere Säule war das sogenannte Defensionswerk oder Volksaufgebot, das alle wehrpflichtigen Männer, besonders aber die Bürger in den Städten zum Kriegsdienst verpflichtete. Neben diesem feudalen Heerwesen wurden auch immer mehr bezahlte Fußsoldaten für die Feldzüge in Dienst genommen. Bereits im 12. Jahrhundert waren die Brabanzonen als Söldner bekannt, die für Beute und Sold kämpften. Während der Auseinandersetzungen der Armagnacs und der Bourguignons, also ein Bürgerkrieg innerhalb Frankreichs während des 100-jährigen Krieges, tauchten dann die Armagnaken auf. Diese Söldner waren im Süden Frankreichs angeworben worden und verbreiteten nach Ende der Auseinandersetzung zwischen den beiden französischen Parteien Angst und Schrecken im Land. Außerdem kamen dann noch später die italienischen Condottieri, die als Kriegsunternehmer die Kriege der italienischen Stadtstaaten führten. Diese Söldnerhaufen folgten weder einer einheitlichen Taktik noch gemeinsamen Gesetzen. Neben Berufskriegern, wie zum Beispiel den Genueser Armbrustschützen, schlossen sich auch viele Bauern und Vagabunden den Söldnern an. Ein kurzer Einwurf zu den Genueser Armbrustschützen. Es handelt sich hierbei um eine allgemeine Bezeichnung für angeworbene Armbrustschützen, ähnlich die Bezeichnung kretische Bogenschützen oder balearische Schleuderer bei den Römern. Die Bezeichnungen verbinden hierbei einfach die Waffe mit einer Region, aus der viele Krieger eben dieser Waffengattung kamen, aber bei weitem nicht alle. Wenn wirklich alle Genueser Armbrustschützen aus Genua gestammt hätten, dann dürfte die Stadt für den größten Teil des Mittelalters einen extremen Mangel an männlichen Einwohnern gehabt haben. Der Habsburger Maximilian, der spätere Kaiser Maximilian I., der auch der letzte Ritter genannt wurde, erbte nach dem Tod Karls des Kühnen das Herzogtum Burgund. Maximilian, der seine Ansprüche gegenüber Ludwig IX. Von Frankreich durchsetzen musste, griff zuerst auf angeworbene flämische Aufgebote zurück. Während diesen Kämpfen stiegen die Ritter wie der Graf von Nassau von ihren Pferden und stellten sich in die Reihen der Pikeniere. Bereits vorher hatten sich in der Schlacht gezeigt, dass disziplinierte Infanterie mit Stangenwaffen einem Reiterangriff durchaus standhalten konnten. Maximilian konnte so seine neue Position behaupten, brauchte aber für weitere Konfrontationen mit Frankreich ein schlagkräftiges Heer. Auf Vasallen oder andere Aufgebote konnte er nicht zurückgreifen, weswegen er gezwungen war, Söldner anzuwerben. In diesem Zusammenhang taucht der Begriff Landsknecht das erste Mal auf. Die Einheiten wurden in Brügge von Graf Eitel Friedrich II. Von Hohenzollern und Schweizer Hauptleuten ausgebildet. 1490 leisteten sie Maximilian den Gefolgschaftseid. Ende des 15. Jahrhunderts entstand aus einem Konflikt mit der Schweizer Eidgenossenschaft der Schwabenkrieg. Maximilian, zu diesem Zeitpunkt bereits deutscher König, zog natürlich auf Seiten des Schwäbischen Bundes mit seinen Landsknechten ins Gefecht. Die kaiserlich-schwäbische Seite musste einige demütigende Niederlage gegen die Schweizer hinnehmen, was zu tiefem Hass zwischen Landsknechten und Schweizer Reichsläufern führten. Die waren im Grunde genommen das Gleiche. Es führte dann so weit, dass der Krieg zum schlechten Krieg ausartete, in dem keine Gefangenen gemacht und verwundete oder unterlegene Gegner gnadenlos getötet wurden.
Georg von Frundsberg, der später den Namen Vater der Landsknechte erhielt, stellte für Maximilian Landsknechtsheere auf. Er nutzte seine Erfahrungen aus dem Schwabenkrieg, griff die Taktiken der Eidgenossen auf und entwickelte sie weiter. Während der italienischen Kriege errangen seine Heere bedeutende Siege gegen die Franzosen. Der Vorsturm der Landsknechte fand seinen Höhepunkt im berüchtigten Sacco di Roma im Mai 1527, der Plünderung Roms. Wie die meisten Kaiser waren Karl V. und sein Vorgänger Maximilian I. meist knapp bei Kasse. Entsprechend wurden die Landsknechte nicht immer regelmäßig bezahlt, was sich auf Disziplin und Loyalität auswirkte. Vor dem Sacco di Roma waren die Landsknechte zum Beispiel seit der Schlacht bei Pavia 1525 nicht mehr regelmäßig bezahlt worden. Das Heer hatte seitdem auch keine Verstärkungen mehr erhalten und war auf Selbstversorgung angewiesen, was wahrscheinlich gleichzusetzen ist mit Plünderung. Es kam zu einem Aufstand, bei dem Georg von Frundsberg, der Anführer der Landsknechte, einen Herzinfarkt erlitt und starb. Der neue Anführer wurde Charles de Bourbon. Das Heer marschierte zuerst auf Florenz, konnte dieses aber nicht erobern und schließlich auf Rom. Papst Clemens bot dem Heerführer Charles ein großes Bestechungsgeld an. Dieser nahm es aber nicht an, das auch wenig gebracht hätte, weil die Söldner ohnehin nicht mehr bereit waren, irgendjemandem Folge zu leisten. Die wenigen Soldaten in Rom konnten das Heer nicht aufhalten und am 5. Mai 1527 wurde die Stadt geplündert. Später traten die Landsknechte auch in den Dienst anderer Kriegsherren und auch Söldnerunternehmer. Auch der französische König warb sie an. Damit verstießen sie aber gegen ein Verbot des Kaisers, in den Sold fremder Mächte zu treten. Trotz dieses Verbots kämpften deutsche Söldner auf Feldzügen in Nordafrika, Osteuropa und sogar in Venezuela. Ihre Kampfweise wurde so auch in anderen Armeen übernommen und die europäischen Heere glichen sich immer mehr einander an. Im Gegenzug nahm die Stellung der deutschen Landsknechte ab. Allerdings hielt sich die Anwerbung und Organisation von Söldnerheeren im deutschsprachigen Raum bis ins 17. Jahrhundert und spielte dann auch im Dreißigjährigen Krieg noch einmal eine wichtige Rolle. Wie wurde so ein Landsknechtsheer jetzt also angeworben? Das ging folgendermaßen vonstatten. Ein erfahrener oder als fähig bekannter Führer wurde zum Kriegsherrn bestimmt. Dieser beschaffte sich die finanziellen Mittel, stellte einen Offiziersstab zusammen und gab seinen Offizieren sogenannte Werbepatente aus. Die Offiziere ihrerseits zogen begleitet von Trommlern als Werber auf die Marktplätze und trommelten im wahrsten Sinne des Wortes mögliche Rekruten zusammen. Sobald sich diese Rekruten eingeschrieben hatten, mussten sie zur Musterung. Die fand an einem vorher bestimmten Ort statt. Städte, Dörfer und Wirte wurden zum Teil auch vorgewarnt, damit sie dort genügend Fleisch, Brot und Wein bereithielten und dass sie das auch nicht zu überteuerten Preisen verkaufen sollten. Als nächstes wurden die Freiwilligen dem Oberst oder einem Kriegskommissär vorgeführt, damit dieser ihre körperliche Verfassung und Bewaffnung prüfen konnte. Währenddessen wurden vom Schreiber Name, Alter und Herkunft in die Musterrolle eingetragen. Rekrutiert wurde jeweils für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten. Erfahrene Bewerber, die man als beschossene Landsknechte bezeichnete, konnten einen höheren Sold fordern. Dieses Werbungssystem öffnete natürlich aller Form von Betrügereien Tür und Tor. Die Offiziere, die für die Musterung zuständig waren, zählten manche Rekruten doppelt oder ließen unerfahrene und schlecht ausgerüstete Männer als schwer bewaffnete Veteranen einstufen. Die so entstandene Differenz in der Soldzahlung strich der Offizier natürlich selber ein. Nach der Musterung wurde der erste Monatssold ausgezahlt und das Regiment in Fähnlein zu 400 bis 500 Mann eingeteilt. Von diesen waren im Idealfall 100 Mann erfahrene Kämpfer, die den doppelten Sold erhielten. Das waren die berühmten Doppelsöldner. Im Anschluss wurde vor dem versammelten Regiment der Artikelbrief verlesen, der die Rechte und Pflichten der Rekruten enthielt. Alle 6 Monate wurde dieser Vorgang wiederholt. Im Anschluss schworen alle Landsknechte einen Eid auf den Kaiser oder den Oberst und gelobten, sich gemäß des Artikelbriefes zu verhalten. Die zu Fähnrichen bestimmten Landsknechte, also denjenigen, denen die Regimentsfahnen anvertraut wurden, mussten außerdem schwören, diese bis zum Tode zu verteidigen. Das herausragendste Merkmal der Landsknechte war ihre extravagante und für die damalige Zeit auch provozierende Kleidung. Sie war bunt, mit gepufften und geschlitzten Hemden und Hosen, dazu Bunthauben, darüber oft schräg getragen ein Barett geschmückt mit Federn oder Wollbüschen. Um sich unterscheiden zu können, denn es gab ja noch keine Uniformen, trugen die Landsknechte im Kampf eine Schärpe quer über die Brust. Zur Abgrenzung von Zivilisten wurden auch Erkennungszeichen verwendet. So trugen die kaiserlichen Einheiten aus Österreich zum Beispiel Tannenzweige, das sogenannte Reisig. Im Ersten Weltkrieg war ein Tannenzweig immer noch das Symbol des österreichischen Militärs und ungarische Grenztruppen trugen es sogar noch bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Typisch für Landsknechte war auch ein geschnürtes Lederwams und gefärbte Strümpfe. Wie die geschlitzte Mode aufgekommen ist, ist unklar, aber es wird angenommen, dass die enge Kleidung des späten 15. Jahrhunderts im Kampf hinderlich war. Kurzerhand sollen die Landsknechte daher die Kleidung aufgeschlitzt haben, sodass die Unterstoffe hervortraten und diese banden sie dann mit Stoffresten fest, damit sie wiederum nicht im Weg waren. Sehr beliebt war auch das sogenannte Mi-Partie.
Mi-Partie ist eine Mischung aus Latein und Französisch und heißt halb geteilt. Im Zusammenhang mit der Kleidung beschreibt es ein Kleidungsstück, das in der Mitte senkrecht farblich geteilt ist. Diese auffällige Kleidung sollte vor allem imponieren und widersprach komplett der ständischen Kleiderordnung. Adel und Bürgertum betrachteten sie beide als Anmaßung. Der Reichstag in Augsburg 1503 billigte allerdings auf Betreiben Maximilian das Recht der Landsknechte, sich nach eigenen Vorstellungen kleiden zu dürfen. In der Mode gab es dann entsprechend spanische, venezianische und französische Einflüsse, aber an sich war alles völlig uneinheitlich. Zum Teil schnitten Pikenträger, die sogenannten Spießer oder Spießgesellen, die Hose dicht über dem linken Knie ab, um so die Pike besser einsetzen zu können und so auch den Stolz auf ihren Stand zu zeigen. Eine ganz besondere Eigenart war der Hosenlatz, der besonders große Geschlechtsteile suggerierte. Vor allem Geistliche nahmen das mit Entsetzen zur Kenntnis. Die Mode der Schamkapseln geht auf die Landsknechte zurück und auch die gepuffte und geschlitzte Kleidung fand nicht nur Eingang in die zivile Mode, sondern wurde auch an Rüstungen nachgebildet. Dieses Gliedschirm genannte Rüstungsteil wurde um 1520 als Gegenmaßnahme gegen die Sitte der Pikeniere entwickelt, in die ungeschützten Genitalien zu stechen. So beschrieb Andreas Musculus 1555 ausführlich die Modesünden jener Zeit in seinem Werk Hosenteufel. Die Schamkapsel symbolisiere männliche Potenz und ständige sexuelle Bereitschaft. Trotzdem blieb sie Teil der Hosenmode und verschwand erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Die 10 Landsknechte werden in Zukunft das Imperium wieder verteidigen und sich einer größeren Söldnereinheit anschließen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.